Hallo und herzlich willkommen in meinem The Knitting Translator Podcast. Ich bin Ilona, ich wohne in der Stadt, die es nicht gibt, in Bielefeld. Ich wohne hier mit meiner kleinen Tochter und unserem großen Hund und ich bin Strickerin, Übersetzerin, Autorin und Übersetzungskurs bzw. Übersetzerkursentwicklerin. Und ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich habe das Podcasten vermisst, die letzten 4 Tage, die ich nicht gepodcastet habe. Ich habe es vermisst, mit euch zu sprechen. Es ist echt schön, wenn eine neue Folge erscheint, dass ihr dann kommentiert, dass ihr antwortet, dass neue Abonnenten und Abonnentinnen hinzukommen. Falls ihr das noch nicht seid und zum ersten Mal dazu geschaltet seid, bitte gerne abonnieren, die Benachrichtigungen einschalten, mich anschreiben, kommentieren. Ich freue mich auf jeglichen Austausch. Ich freue mich auf eure Fragen und eure Antworten. Es gibt einige Abonnentinnen, die recht ausführliche Kommentare schreiben und ihre Ideen, Projekte, Fragen teilen. Das finde ich total schön. Also es ist eigentlich genau das, warum ich den Podcast gestartet habe. Ja, ich finde es einfach nur schön. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir starten. Und ihr seht, wir sind heute in einer neuen Location sozusagen, immer noch in meinem Haus. Wir sind aber jetzt wieder im Wohnzimmer. Ich habe schon eine Folge im Wohnzimmer aufgenommen, aber so aus einer anderen Perspektive. Mein Sessel steht normalerweise eigentlich so hinter der Kamera, aber leider sind auch die beiden großen Fenster im Wohnzimmer direkt dann hinter dem Sessel und ja, gegen das Licht kann man nicht so gut aufnehmen. Das wäre eine schönere Perspektive, glaube ich, einfach nur, weil nicht ganz so viel los dahinter wäre, aber ich hoffe, das ist auch okay. Was man hier sieht, also wie gesagt, das ist mein Wohnzimmer, hier sieht man ein schönes Bild. Die Unordnung hinter mir sieht man zum Glück nicht. Ich habe den Sessel strategisch korrekt hingestellt. Was man aber sehen kann, ist, dass wir hier an der Heizung einen Esel kleben haben. Das ist ein Überbleibsel von von dem Adventskalender meiner Tochter, wo man für jeden Tag ein kleines Spiel rausholen konnte für Grundschüler. Sie ist ja in der Grundschule gerade und das Spiel bestand darin, dass man mit verschlossenen bzw. mit zugebundenen Augen dem Esel ein Schwänzchen dran kleben sollte. Und ja, der guckt sehr verwundert, weil keine von uns richtig getroffen hat und er hat jetzt ganz viele, so diese Puschelschwänzchen am Ende. Was man noch sieht, ist dieses hier, das ist eigentlich fast schon meine Lieblingsstelle im Wohnzimmer. Das ist nämlich also eigentlich ist das eine Organisationswand, also so eine Gitterwand, beziehungsweise da sind 3 Gitterelemente, die untereinander hängen und in denen dann so kleine Regale eingehangen werden können oder so kleine Körbe. Da ist auch, glaube ich, ein kleines Regal und ein paar kleine Körbe, beziehungsweise ein paar kleine Regale, die auch alle so Gitteroptik bzw. Gitter sind, also aus einem Metallnetz angefertigt ist, alles aus Metall. Und normalerweise nutzen wir diese Organisationswand eigentlich als Adventskalender. Wir sind sehr große Liebhaberinnen von Adventskalendern. Ich von Wolle und Garn und so Zubehör, Strickzubehör, Adventskalendern und meine Tochter jegliche andere Art von Adventskalendern. Und wir machen das normalerweise so, dass wir wirklich für jeden Adventstag uns Adventskalender entweder bestellen oder basteln oder irgendwie zusammenstellen und dann jeden Tag darf jede von uns etwas auspacken. Und das ist natürlich immer ein Riesenspaß. Und da hängen, also ich zeige das jetzt nicht, vielleicht mache ich ein Foto und blende das hier ein, aber da hängen jetzt noch die Reste von meinem Adventskalender von Mominoki Yarns, glaube ich, heißt das. Jetzt habe ich das nicht im Kopf, aber ich wollte das schon mal kurz erzählen. Aus Großbritannien, aus London. Und ja, da hatte ich sogar 2 Adventskalender bestellt und einen hier ausgepackt. Der andere liegt ausgepackt unten
im Arbeitszimmer und aus diesem hier stricke ich diese runde Decke, die ich in einer der ersten Folgen gezeigt habe. Ich verlinke, also ich blende hier quasi die Folge ein, wo ich diese Decke zeige. Oder eigentlich ist das ein Tuch, aber ich werde das, glaube ich, als eine Sommerdecke nutzen. Das ist Merino Non-Superwash. Die Farben sind nicht unbedingt meine, beziehungsweise es gibt sehr viele Farben, die mir sehr gut gefallen, und es gibt aber auch viele Blautöne gemischt mit anderen. Das ist alles handgefärbt und die finde ich, also blau mag ich nicht unbedingt, aber ich verstricke trotzdem alles so, wie es ausgepackt wurde, und daraus entsteht dann halt eine Sommerdecke für entweder für die Couch hier oder für uns, ja, für uns quasi, für ganz heiße Tage, die in Deutschland ja auch den ganzen Sommer anhalten. Das war das eine, die neue Location. Dann liegt hier hinter der Kamera mein Hund. Es kann sein, dass Geräusche kommen wieder. Also im Moment schläft er leise, manchmal schnarcht er. Im Moment noch nicht, aber er wuselt auf jeden Fall immer wieder rum und macht Geräusche und ja, organisiert seinen Platz neu um oder jault ein bisschen, weil er irgendwas haben möchte oder Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte. Jedenfalls kann es sein, dass ja quasi Geräusche fast schon aus dem Jenseits kommen. Und ich habe mir heute einiges vorgenommen. Ich befürchte, das wird entweder eine riesenlange Folge oder ich muss die Folge teilen. Je nachdem, wie lange die Folge wird, werde ich wahrscheinlich 2 Folgen draus machen, die thematisch ja, getrennt sind und sie beide vielleicht gleichzeitig hochladen. Mal schauen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich werde einfach schauen, wie das so läuft. Im Moment sind wir bei 7,5 Minuten. Für die Begrüßung ist das auch schon nicht wenig. So, zwischendurch trinke ich meinen Kaffee, der ist noch warm. Und das ist eine Seltenheit, dass ich einen warmen Kaffee trinke. Von heiß spreche ich nicht. Und das Thema in dieser Folge ist fertige Objekte oder fertige Projekte. Dann neu angeschlagen und eine Zuschauerfrage. Ich habe fertig gestrickt, das Salt and Timber Tuch. Ich zeige es jetzt. Ich hoffe, es passt rein. Es ist schon gewaschen, gespannt und wurde auch schon getragen. Ja, das sieht so aus. So, das sieht so aus. Das sieht ja echt toll aus. Das sieht echt schön aus. Das habe ich noch so in voller Größe mir noch gar nicht angeguckt. Besonders schön sind natürlich, ich muss mal gucken, ist ein bisschen schwierig hier mit dem Halten. So, das sind dieses Baummuster. Ja, sieht man so ein bisschen im Licht nicht so gut. Ich hoffe, das sieht man so. Ja, also das Tuch fängt hier oben an mit ein paar Maschen. Es werden ein paar Maschen angeschlagen und dann wird halt hier immer mehr in Halbrunde gestrickt, also flach gestrickt und immer wieder in unregelmäßigen Abständen recht viel zugenommen, also eigentlich immer wieder verdoppelt. Dann hat man einige Zentimeter, wie heißt das? Gatter, nee. Also auf Englisch ja, aber wie heißt das denn auf Deutsch? Habe ich vergessen. Also Gutter Stitch. Auf jeden Fall nur rechte Maschen, nicht glatt rechts, sondern, wie heißt denn das? Habe ich vergessen. Muss ich mal hier irgendwo reinschreiben. Auf jeden Fall halt hin und zurück nur rechte Maschen. Und dann kommt so ein bisschen Muster vor glatt links, vor dem Hintergrund mit glatt links, und dann dieses Baummuster, und am Ende kommt dann so unregelmäßig startendes Rippenmuster. Ich muss sagen, mein Rippenmuster sieht viel kürzer aus als in der Anleitung eigentlich gewünscht. Also in der Anleitung sollte das Rippenmuster hier noch gute 4 cm oder 3,5 cm weitergehen. Ich habe nicht genug Wolle gehabt. Ich habe hier verstrickt.
Moment, ich zeige das. Ich habe in einer meiner ersten Folgen habe ich darüber erzählt, dass ich dieses Tuch angeschlagen habe, und das habe ich jetzt während meines Podcastings quasi fertig gestrickt. Ich habe das Tuch zuerst mit diesem Garn, also Kiezgarn Merino Solist angeschlagen, Farbe Coco oder Färbung Coco, ist handgefärbt in Berlin, soweit ich weiß, 100% Superwash Merino, 365 Meter auf 100 Gramm. Ja, genau, Hand-dyed in Berlin steht hier auch. Ja, also nochmal den Wollausweis, wie meine Tochter sagt. Also ich habe zuerst damit angeschlagen, und da das Tuch mit der 5er Nadel gestrickt wird, mit 5 mm Nadel, war mir das Gestrick zu lose, zu löchrig, fand ich nicht schön. Also habe ich dieses Garn dazu genommen, Ito Sensei, in Farbe White, glaube ich, also weiß, genau, 0330, wird alles verlinkt sein in der Beschreibung. Da sind 60% Mohair, 40% Silk, 240 Meter auf 20 Gramm. Das werde ich, oder dazu habe ich auch was gesagt in meiner Folge über Mohairgarne, die ich hier auch verlinke. Genau, also ist sehr, sehr seidig, sehr, sehr weich. Ich habe also einen Faden dazu genommen und dann halt mit 5 mm Nadel gestrickt, und das ist gut geworden. Es ist immer noch sehr, ja, also nicht, wie soll ich sagen, ist auf jeden Fall durchsichtig, oder auch nicht, ist halt hell, ja. Ja, ist durchsichtig, also man sieht die Finger durch, aber das ist ja bei einem Tuch völlig egal. Und was wollte ich gerade sagen? Also genau, dieses Fluffige sieht man, glaube ich, hier. Genau, ist so ein bisschen falscher Hintergrund. Aber man sieht die Härchen. Die sind auf jeden Fall so weich. Also wenn ich mit der Hand drüber fahre, spüre ich sie nicht. Und was bei diesem Tuch mir besonders gut gefällt, das ist so schwer. Ja, das sind 200 Gramm. Also für so ein, wie soll ich sagen, also es fällt so schwer wie Seide. Ja, ist halt auch recht viel Seide drin, und ist Merino, ja, ist auch kein leichtes Garn. Und das bedeutet einfach, dass man das Tuch, ist aber nicht sehr viel Garn, ja, also man kann das Tuch sehr gut, was mache ich hier damit? Man kann das Tuch sehr gut um den Hals tragen, und es ist, also man kann das kleiner oder größer, also lockerer hier umwerfen, oder man kann das ein bisschen enger ziehen, wenn einem richtig kalt ist, und zubinden. Und das ist wie echter, also wie halt Stoff, wie so ein ganz normaler Stoff. Und das ist sehr weich, also ich spüre nur das Weiche. Ja, also ich finde das unglaublich weich. So, was kann ich nur dazu sagen? Also ich habe 200 Gramm von Merino Solist, also von Kiezgarn, gebraucht, und 3 Knäuel von Ito Sensei. Ich habe von der Merino Garn so viel übrig. Ja, also das ist nur quasi als Sample, kann ich das behalten. Dann habe ich den Sunday Cardigan fertig gestrickt. Also das Design und die Strickanleitung sind von Petit Knit. Ich schaue mal kurz jetzt wieder über der Kamera drüber. Ich werde ja hier quasi die Bilder einblenden, wie ich das sonst immer mache. Ein Ausschnitt aus dem Revelry-Projekt von Sunday Cardigan von Petit Knit. Und der wird ja mit recht dickem Garn gestrickt, also Bulky Weight steht hier. Das wären dann 12 Maschen auf 10 cm. Und er soll nach der Anleitung mit 6 mm Nadel und mit 7 mm Nadel gestrickt werden. Ich habe mit 6 und 6,5 gestrickt. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt keine 7er Nadel und habe dann einfach 6,5 genommen. Da ist ja der Unterschied bei so dicken Nadeln nicht mehr so groß in dem Maschenbild oder sowas. Und ich habe mit Nutiden gestrickt, also mit dem unversponnenen Garn aus Schweden von Ona Oker.
falsch ausgesprochen, ein bisschen, glaube ich. Aber ich blende ja alles immer ein. Sie haben eine eigene Internetseite, man kann das gar nicht frei kaufen. Es sei denn, man ja, ist zum richtigen Zeit am richtigen Ort. Also man kann bei denen während ihrer ja, nicht ganz monatlicher Updates, also sie haben so jeden, ich sag mal, alle 5, 6 Wochen ein Shop-Update und der Shop ist dann nur für ein paar Stunden geöffnet und man kann frei bestellen und das Garn ist teilweise recht schnell weg, aber mittlerweile nicht mehr so schnell wie zum Beispiel letztes Jahr noch. Und ich bin ein Patron, also ich bin quasi ein Patreon, also ein Mitglied ihrer Patreon-Seite und alle Patrons bekommen ein Vorkaufsrecht quasi. Die Shop-Updates für Patrons sind, ich spreche das Wort ganz komisch aus, merke ich, aber ich kann es nicht anders. Ich weiß nicht, das ist irgendwie ein ganz seltsames Wort. Es gibt so ein paar Buchstabenzusammensetzungen, die mir Schwierigkeiten bereiten. Jedenfalls als Patron oder als Mitglied der Patreon-Seite, als Club-Mitglied, bekommt man so etwas wie ein Vorkaufsrecht. Wenn Sie ein Shop-Update machen, dann machen Sie ein extra Shop-Update, weiß nicht, eine Woche früher als für das, ja, für die Öffentlichkeit. Und dann ja, hat man quasi eine Chance mehr, bestimmte Farben zu kaufen. Das ist auch meistens so, dass nicht alle Farben schnell ausverkauft sind, sondern bestimmte Farben. Und ja, dann hat man halt als Patron eine Möglichkeit, irgendwie eine Möglichkeit mehr, das Garn zu kaufen. Und ich habe letztes Jahr recht viel davon gekauft und verstricke jetzt das Nutidengarn fleißig. Und das habe ich halt in dem Sunday Cardigan gemacht. Und also ich werde hier ein Bild einblenden, wie er an mir aussieht, wenn ich stehe. Ja, ich habe ihn, genau, ich habe einiges modifiziert. Ich fange mal am Anfang an. Nutiden habe ich verwendet. Ich habe, glaube ich, ungefähr 300 Gramm verwendet. Ich muss mal schauen, dass ich meinen fertigen Cardigan wiege. Aber ich glaube, ich habe ungefähr 300 Gramm oder vielleicht 3,5. Also 3,5 Gramm, also 350 Gramm ungefähr verwendet. Und modifiziert habe ich insoweit, dass ich den Cardigan länger gestrickt habe, als in der Anleitung angegeben, weil er ist recht dick. Ich habe ihn auch als eine Außenjacke eigentlich geplant, so für Hundespaziergänge, weil der ja so, also ist für mich nicht elegant oder war auch nicht als elegant geplant. Ja, den habe ich halt überlegt, so für, weiß nicht, im Garten, im kalten Sommer, in einem kalten Sommerabend im Garten sitzen oder mit dem Hund spazieren gehen oder halt einfach nur bei so einem unfreundlichen Wetter sozusagen im Frühling oder im Herbst oder vielleicht im kalten Sommer unterwegs zu sein. Und ja, ich zeige dir ein bisschen, soweit ich das kann, hier aus der Nähe und dann blende ich halt Bilder ein. So, das ist das Gestrick. Also hier sieht man noch ein paar ja, Sicherheitsnadeln oder diese Birnennadeln, die ich an den Zunahmen zum Beispiel am Ärmel noch drin habe. Das ist der Kragen. Ich zeige mal ein bisschen näher das Garn. Man sieht, dass da so rosa und also dunkle Härchen, dann grau in unterschiedlichen Schattierungen gefärbt, rosa gefärbt. Irgendwo gibt es auch blau, aber das finde ich so nicht. Also blau habe ich irgendwann beim Stricken gesehen. So sieht das Gestrick aus. Ja, es ist das Maschenbild, also hier ist zum Beispiel so lila noch dabei. Das ja, nicht Bild oder das Maschenbild ist noch uneben, weil ich noch nicht gewaschen habe und ja, nicht gespannt sowieso. Ich bin auch, ups, hier ist ein Stift. Ja, also das ist wie gesagt ein recht langes Teil geworden. Ich habe auch noch nicht alle Fäden vernäht. Ich habe unten auch ein langes Bündchen gemacht, relativ locker abgekettet, auch die Ärmel relativ locker abgekettet. Mir ist der Cardigan auch relativ weit, also ist sehr oversizig, aber ich wollte das auch so. Und beim Kragen bin ich noch nicht
wie soll ich sagen, also ich bin schon fertig. Ich habe alles so gestrickt wie in der Anleitung angegeben. Und in der Anleitung ist eigentlich angedacht, den Kragen umzuschlagen nach innen und zu vernähen. Ja, so dass er dann halt so ist. Und da fängt dann dieser typische Sunday-Muster, dieses typische Sunday-Muster von Petit Knit an. Aber als ich das anprobiert habe, habe ich gesehen, dass es ein bisschen komisch aussieht, wenn ich das umschlage und dann halt so einen kurzen Kragen oder so, ja, so einen kurzen Kragen habe. Dick ist zwar schön, aber kurz gefällt mir nicht bei der Länge, bei der Gesamtlänge des Cardigans. Also habe ich mir überlegt, ich werde hier nochmal Maschen aufnehmen, ja, also so quasi von innen nach außen aufnehmen und dann noch genauso ein Stück stricken und dann umklappen und vernähen. Ja, ich muss mal schauen, ob ich irgendwie besonders vernähen muss oder ob es reicht, wenn ich einfach nur vernähe und dann wasche und ja, halt andrücke, dass der Kragen die Form hält. Ich denke, das müsste eigentlich reichen und das werde ich dann machen. Und dann habe ich also so einen hohen Stehkragen und dick. Also einen hohen, dicken Stehkragen. Das ist eigentlich die Idee, die ich noch umsetzen möchte, bevor ich wasche. Ja, aber ansonsten gefällt mir das Gestrick schon sehr. Ja, das ist halt so, sieht sehr natürlich aus und trotzdem hat das ein gewisses Etwas, weil halt unterschiedliche Farben noch auftauchen. Von innen, also links, glatt links, sieht das halt so aus, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Mal gucken, ob ich vielleicht irgendwann mal glatt links aus dem gleichen Garn stricke. Ich habe noch 500 Gramm davon, glaube ich, mindestens 500 Gramm. Ich glaube sogar noch mehr als 500 Gramm und das werde ich machen. Also irgendwie muss ich sowieso verstricken und das mache ich. Ja, und Knöpfe müssen natürlich gefunden werden. Da werde ich auch Schwierigkeiten haben, das zu tun wahrscheinlich. Und zwar, weil also bei diesem Cardigan ist das so, dass Knopflöcher nicht eingestrickt wurden. Also die Blende wird eingestrickt, direkt mit dem Strickstück. Ja, also man strickt hier eins rechts, eins links, Bündchen an jeder Seite vorne. Aber die Knopflöcher werden nicht eingestrickt, sondern wenn man fertig ist, soll man ja die Stellen bestimmen, wo Knöpfe rein sollen oder wo die Knopflöcher also drin sein sollen. Und dann soll man an der Stelle quasi so mit dem Finger die Löcher so ein bisschen auseinanderfrimmeln und dann so umnähen, damit sie fest und haltbar sind. Ja, und das macht mir bei Notiten ein bisschen Angst. Ich überlege mir also gerade, wie kann ich das vermeiden? Also wie kann ich hier so Verschlüsse machen, die keine Löcher benötigen. Ja, wenn ihr Ideen habt, gerne hier unten in den Kommentaren meinetwegen verlinken. Ja, also Links zu den, weiß nicht, zu den Anbietern von bestimmten Verschlüssen auch gerne reinsetzen. Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass es kein Problem ist. Ja, oder halt schreiben, wo man suchen soll oder wie sie heißen. Also ich kenne natürlich solche, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Ich habe bei meiner Tochter, beim Sunday Cardigan für meine Tochter habe ich das gemacht, dass ich so Lederschnüre verwendet habe als quasi diese Schlaufen, so Knopfschlaufen. Und auf der anderen Seite habe ich ja diese langen Knöpfe, die normalerweise bei Mänteln verwendet werden, verwendet für sie in der Farbe, die dazu passte. Und das könnte ich hier machen. Aber vielleicht habt ihr andere Ideen. Ja? Ich freue mich auf jeden Fall auch auf Vorschläge. So, das waren die beiden fertigen Projekte. Und jetzt kommt mein, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen Albtraum. Aber es kommt etwas, also mein großer Fail auf jeden Fall. Ich habe vor vielen Monaten, wahrscheinlich vor über einem Jahr, habe ich von La Bien-Aimée handgefärbtes Mondim-Garn gekauft, um etwas Bestimmtes zu stricken. Ich hole das Ding mal her und suche, was ich gestrickt habe. So,
Am 1. Mai 2022 hatte ich angefangen, das war sogar, genau, das war an der Ostsee. Da gibt es auf Ravelry auch Bilder, wo ich an der Ostsee stricke. Ich hatte angefangen, den Little Yellow, wie heißt denn das? Little Yellow Sweater zu stricken von Andrea Mowry. Das sieht so aus. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr schöner oder eine sehr schöne Strickjacke oder Cardigan. Sehr schön. Ich finde sie wirklich sehr schön. Und ich war überzeugt, dass ich mir das stricken soll. Ungeachtet meiner Befürchtung, dass mir dieser Schnitt nicht stehen würde. Ja, ich dachte, ich will dieses Strickstück einfach haben. Und wenn ich die richtige Größe wähle, dann wird das schon gut aussehen. Also habe ich eigentlich das Garn bestellt, das hier auch ausgewiesen ist, also La Bien-Aimée, Mondim. Mondim ist ja von Retrosaria Rosa Pomar aus Portugal, ein Non-Superwash Sockengarn eigentlich, 100% portugiesische Wolle. Ein sehr, 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 sehr schönes Garn. Ja, ich habe auch verschiedene Mondim-Farben zu Hause, direkt aus Portugal bestellt und war sehr glücklich. Für die Socken vielleicht nicht unbedingt, also bei mir treten sich die Socken schnell durch, aber für Kleidung finde ich das Garn super, wirklich wunderschön. Ist Fingering Weight, also Sockengarnstärke, ich glaube sogar mehr als 400 Gramm 400 Meter auf 100 Gramm. Wo steht das? Ach nee, ein bisschen weniger, genau, ein bisschen weniger. 385 Meter auf 100 Gramm, also super Fingering eigentlich. Ja, also habe ich angefangen, das zu stricken. Und zwar habe ich 4-mal angeschlagen. Man strickt von unten nach oben flach und man schlägt italienisch an. Ich habe also zuerst die Größe 2, glaube ich, angeschlagen. Steht jetzt bei mir nicht. Ich habe zuerst auf jeden Fall eine Größe angeschlagen, italienisch, dauert lange, das sind, keine Ahnung, 100.000 Maschen gewesen. Dann das Bündchen gestrickt, dann angefangen am Körper zu stricken und ich hatte den Eindruck, das wird zu eng. Also habe ich wieder geribbelt, neu angeschlagen. Wieder die gleiche Höhe gestrickt, also keine Ahnung, so vielleicht 15 cm, um mich herumgelegt. Das schien mir zu breit zu sein. Dazwischen angeschlagen, also ich habe gedacht, okay, dann mache ich ein Ding dazwischen, rechne ich das selber aus, kann nie so schwer sein. Habe ich angeschlagen, gestrickt, war mir immer noch zu breit. Also habe ich wieder Größe 2 angeschlagen und komplett gestrickt. Ich habe den Körper gestrickt, ich habe die Ärmel gestrickt, die Ärmel habe ich noch. So, das ist ein Ärmel in Mondim von Retrosaria Pomar. Ja, also ich finde das Garn nach wie vor wunderschön, die Färbung. Hier auch wunderschönes italienisches Anschlagen. Ja, wirklich sehr, sehr schön. Das Maschenbild ist einfach perfekt. Ja, die Struktur ist einfach perfekt. Das ist so, wenn ich die Hand da drin halte, ja, das ist quasi undurchsichtig. Ja, jede Masche liegt an der anderen, die ist einfach perfekt. Wo war ich? Ich habe die Ärmel gestrickt, ich habe alles verbunden, ich habe bis hierhin gestrickt und ich habe anprobiert. Ich habe anprobiert und verstanden, dass ich das so nie tragen werde. Dieser Schnitt, diese Form des Strickstücks, die Länge sind einfach nicht kompatibel mit meinen Vorstellungen davon, was an mir gut aussieht. Ich habe mich lange rumgequält. Der Cardigan, fast fertig, lag ein halbes Jahr im Schrank. Und ja, ich habe hin und her überlegt. Ich dachte, okay, ich kann ja bis hierhin wieder ribbeln und länger stricken. Aber das ist halt gerade.
und ich bin nicht gerade. Ja, ich bin sehr kurvig und das wird an mir nie aussehen. Ja, oder es wird nie meinem Anspruch genügen. Also habe ich den Körper komplett geribbelt, die Ärmel noch da gelassen. Mal gucken, ob ich die verwenden kann, aber wahrscheinlich eher nicht. Ja, also werde ich sie wahrscheinlich auch ribbeln. Ich kann sie ja als Andenken da lassen. Aber dafür ist das Garn zu teuer. Und jetzt stricke ich was anderes daraus. Ich habe vorgestern angeschlagen, bin nicht sehr weit gekommen. Ich würde heute oder wäre schon weitergekommen, aber ich wollte den Anfang zeigen im Video. Deswegen, ja, zeige ich jetzt und dann kann ich weitermachen. Und ja, also ich zeige vielleicht, das Garn habe ich leider schon komplett abgewickelt. Das hatte ich damals schon. Man sieht, man sieht nicht die Schönheit des Garnes. Man sieht nur, dass ich damit schon gestrickt habe und dass ich das dann wieder quasi gewickelt habe, also per Hand drauf gewickelt habe. Und ich stricke jetzt was eigentlich genauso Schönes. Das ist, oder vielleicht sogar Schöneres. Ja. Das ist dieses wunderschöne Design. Das ist der Celtic Cardigan von Asita Krebs. Hier sieht man vielleicht noch irgendwo, ja, von hinten sieht das jetzt nicht spektakulär aus. Das ist ähnliches Garn, also die Färbung ist ein bisschen ähnlich. Das ist vielleicht noch schön, also dieses Bild in der Mitte. Das ist ein Cardigan, der offen getragen werden soll. Ob ich das so mache, bin ich mir noch nicht sicher. Wahrscheinlich schon, um zu vermeiden, dass ich zu viel nachdenken muss beim Stricken. Aber theoretisch könnte ich den Vorderteil oder die beiden Vorderseiten auch einfach breiter machen. Entsprechende Anpassungen natürlich hier vornehmen und das Ganze halt schon so ein bisschen schließbar machen. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin gerade erst am Anfang. Und zwar ist die Konstruktion von diesem Celtic Cardigan sehr spannend. Und also man fängt hier am hinteren, wie heißt das, am Rücken, am hinteren Bündchen oder am Kragen an und strickt oh, das wird echt nichts heute mit mir. Ich habe echt Wortfindungsschwierigkeiten. Ich lese das einfach vor. Ich glaube, das ist einfacher. Der Celtic Cardigan ist eine von oben nach unten gestrickte Jacke mit keltischen Zöpfen. Er wird beginnend am hinteren Nacken in einem Stück nahtlos gearbeitet. Naja, das mit einem Stück ist so eine Sache. Auf jeden Fall fängt man mit dem Bündchen hier hinten an. Und ich bin schon, naja, man fängt irgendwie so ein bisschen zweimal an. So, man schlägt provisorisch an, also das ist mein provisorischer Anschlag. Ich schlage provisorisch immer mit einer gehäkelten Luftmaschenkette an. Man sieht, dass ich immer, also man sieht nicht, dass ich immer sowas mache, aber hier sieht man auf jeden Fall, dass ich mehr Luftmaschen habe, als ich Maschen anschlagen sollte. Das mache ich immer, weil ich mich irgendwie verzähle immer wieder. Deswegen mache ich einfach eine großzügige lange Luftmaschenkette und dann schlägt man halt oder man nimmt Maschen aus den hinteren Fäden der Luftmasche auf, damit man das dann später einfach aufmachen kann und man strickt diesen wunderschönen Zopf. So, an einer Seite ist jetzt ist mir das entfallen, I-Cord, ja, also das ist ein I-Cord und auf der anderen Seite werden die Maschen, also das wird so sein am Rücken, das ist die Mitte des Rückens oder des Nackens und hier werden dann die Maschen aufgenommen für den Rückenteil. So, was sieht man hier noch? Ich habe jetzt bis zu der Mitte gestrickt, also, ach nee, genau. Nee, das ist die Mitte. So, ich habe jetzt quasi so, das ist dieser Teil. Also ich habe ab Mitte des Nackens bis zu der rechten Schulter gestrickt und dann der nächste Schritt, dass ich den provisorischen Maschenanschlag löse und dann wieder so ein Teil
hier in diese Richtung stricke, dann habe ich das gesamte Bündchen oder den gesamten hinteren Teil des Bündchens, also bis hierhin quasi, und dann dann nehme ich die Maschen für den Rückenteil auf und stricke weiter alles zusammen irgendwie. Das habe ich noch nicht gelesen. Ich werde das auf jeden Fall demnächst auf Instagram zeigen und in dem nächsten Video vielleicht, weil die Konstruktion so interessant ist, dass ich das dokumentieren möchte. Hier, was ich hier noch zeigen möchte, ist das hier. Ja, vielleicht einfach nur meine, wie soll ich sagen, meine Entdeckung teilen. Ich mag kitschige Maschenmarkierer oder Fortschrittsmarkierer. Und ich habe mal im Supermarkt beim normalen Einkaufen gesehen, da gibt es ja so günstige Ohrringe oder so Ohrhänger in allen möglichen Designs. Ja, die sind, keine Ahnung, die kosten 7,99 oder sowas. Also habe ich davon 2 oder 3 Paar mit verschiedenen Anhängern hier gekauft. Und das verwende ich jetzt als Fortschrittsmarkierer, beziehungsweise in diesem Fall bei diesem Cardigan ist das so, dass das hier ist ein Rapport, ja, also eine Musterwiederholung, dann kommt die nächste Musterwiederholung, dann die nächste und so weiter. Und um zu wissen, wo ich mich befinde und nicht jedes Mal abhacken zu müssen, wo ich mich in welcher Reihe ich mich befinde, setze ich einfach nur einen Maschen- oder einen Fortschrittsmarkierer in die 0. Reihe, also in die letzte Reihe des Rapports davor und weiß, okay, ab hier geht es dann wieder 1, 2, 3 und so weiter. Und so kann ich mich gut in dem Zopfmuster orientieren. Ich stricke sehr, sehr gerne Zöpfe eigentlich. Bei diesem war es am Anfang ein bisschen knifflig, da war ich sehr unkonzentriert und bin ein paar Mal durcheinander gekommen, konnte das aber reparieren. Ja, also ich musste nichts aufribbeln, sondern habe dann wirklich, also ich habe die Zöpfe falsch verkreuzt gehabt, also konnte ich 4 Maschen fallen lassen und die dann halt wieder hochstricken. Und das konnte man gut machen. Eigentlich, das Garn ist recht dünn. Ich stricke mit der Dreiernadel. Ja, ich tue mir so Sachen an. Und ja, ab dem 2. Rapport konnte ich mir das jetzt nicht unbedingt merken, aber ich kann mir das abgucken hier, ja, und dann weiß ich, wie es weitergeht. Das Schöne bei diesem Rapport, bei diesem Muster ist, dass in jeder rechten Reihe, oder heißt es recht? Hinreihe, in jeder Hinreihe wird der Zopf weitergemacht, ja, so dass ich weiß, okay, ich muss zwischen den Verzopfungen nicht irgendwie 3 Reihen stricken, sondern in jeder Hinreihe wird verzopft. Halt nur auf eine andere Art und Weise. Und auf welche Art und Weise, das kann ich mir dann abgucken schon bei dem Rapport darunter. Und das funktioniert ganz gut. Und ich möchte meine Zopfnadel zeigen. Das ist sonst nicht unbedingt meine Art, alles zu zeigen, was ich so habe. Aber diese Zopfnadel, ist sie nicht perfekt? Das ist eine silberne Zopfnadel. Ein bisschen Dekadenz muss sein. Und sie ist von Madame Benoit. Ich werde das hier unten verlinken, aus dem Adventskalender von 2022, also vom letzten Weihnachten. Ich hatte also 3 Adventskalender. Nächstes Jahr gibt es maximal 2. Also dieses Jahr gibt es maximal 2 oder vielleicht nur einen. Ja, aber das war eine wirklich schöne Überraschung. Das war, glaube ich, das Schönste. Das muss ich die ganze Zeit in die Kamera halten. Das war, glaube ich, das schönste kleine Geschenk aus einem Adventskalender, das ich auch noch strickbezogen strickbezogen, das ich je bekommen habe. Ich liebe Silber. Ich liebe auch die Farbe von Silber. Und das ist halt so elegant, geschmackvoll, sehr praktisch. Ja, und das Schöne hier gerade ist, ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, also so viel lese ich nicht in Instruktionen, wenn da irgendwas drin steht. Man kann, damit man die Nadel nicht verliert, kann man sie einfach so einhängen und mit der stricken eigentlich, beziehungsweise wenn man strickt, die einfach liegen lassen auf dem Schoß oder daneben und dann, wenn man fertig ist, sie einfach hier so einhängen und das Strickstück oder das Gestrick einfach wieder in die Tasche packen.
Jetzt habt ihr gesehen, wie mein Celtic Cardigan vor ein paar Tagen ausgesehen hat. Ich habe weiter gestrickt und das zeige ich jetzt, wie weit ich gekommen bin. Ich bin fertig mit dem Rückteil des Bündchens, also dieses Zopfes. Und jetzt bin ich schon, wenn man sich so diesen Cardigan anguckt, bin ich so in dieser Partie gerade und ich zeige das jetzt. Das sieht momentan so aus. Ja, ein bisschen viele Enden habe ich hier. Ich versuche das mal zu sortieren. Mal wieder super vorbereitet. So, das sind die Schultern. So, das sieht so aus. Ja, das ist ja so ein offener Cardigan, wobei, also es geht noch, ja quasi, wir sind ja hier oben und es geht ja noch weiter in diese Richtung, so dass ich, und das ist ja so ein weiter oder so ein langer, tiefer Ausschnitt. Ich muss mal schauen, ob ich das dann einfach mal durch das Weiterstricken ein bisschen geschlossener machen kann vorne. Also so sieht das im Rücken aus. Ja, ich bin vor 2 Tagen ja in diesem Teil gewesen. Man konnte noch in der Mitte den provisorischen Maschenanschlag sehen. Den habe ich dann aufgelöst und in die andere Richtung halt genau das gleiche gestrickt. Und dann, als er fertig war, habe ich, also hatte ich ja an beiden Seiten offene Maschen. Und dann fängt man halt einfach eine Hinreihe ganz normal an, strickt im Zopfmuster und dann schlägt man hier am unteren Rand dieser Zopfblende, nimmt man Maschen auf und strickt dann halt einfach geradeaus, also glatt rechts. Und dann fängt man auch schon mit Raglanzunahmen an. Die sehen dann so aus. Da sind einfach nur 2 Raglanmaschen, die ja einfach glatt rechts gestrickt werden und auf beiden Seiten von diesen Raglanmaschen werden in jeder Hinreihe Maschen zugenommen. Also jeweils eine Masche auf jeder Seite der Raglanzunahme. Das ist dann halt die Schulter bzw. später dann der Ärmel. So sieht das aus. Man kann auch schon die Schönheit des Garns sehen. Also das ist ein bisschen schwer zu zeigen. Man sieht das natürlich am besten auf glatt rechts. Man sieht, wie die Farbe wechselt. Mal ist sie dunkler, mal ist sie heller. Aber man sieht das auch im Zopf eigentlich ganz gut, wenn der Cardigan hoffentlich mir dann gefällt, wenn er fast fertig ist und ich es schaffe, ihn zu Ende zu stricken und dann gewaschen und geblockt habe, beziehungsweise gespannt habe, dann denke ich, kommt das Garn natürlich am besten zum Tragen. Ja, auf jeden Fall hat dieses Garn sowas wie Suchtpotenzial. Ich stricke so gerne damit, das ist unglaublich. Also es ist diese Haptik von Mondim und die Farben von La Bien-Aimée. Ich könnte einfach nur unaufhörlich daran stricken. Diejenigen von euch, die viel oder schnell stricken werden, oder beides, werden ja jetzt wahrscheinlich in diesem Moment gedacht haben, 2 Tage und so wenig gestrickt. Ja, ich habe in den letzten 2 Tagen leider nie so viel Zeit gehabt zum Stricken. Und je nachdem, ob ich müde bin oder nicht, kann ich nie so gut an den Zöpfen arbeiten. Und ich musste tatsächlich mehrfach korrigieren. Ja, dieser Zopf fiel mir nicht ganz leicht. Ich merke schon, dass wenn ich unkonzentriert bin, dass natürlich das Zöpfestricken recht anstrengend ist. Beziehungsweise ich dann einfach nur Fehler mache, weil ich dann doch mal falsch verkreuze. Und ja, gerade oben um den Hals oder um den Nacken rum sieht man das, sieht man jeden Fehler. Deswegen habe ich wirklich mehrfach auf beiden Seiten ribbeln müssen, bis ich mit diesem Kragenbereich fertig war, fehlerfrei. Und erst dann habe ich angeschlagen. Ja, also da habe ich mir keine Fehler durchgehen lassen, einfach nur. Das wollte ich nicht. Auch wenn außer mir diese Fehler wahrscheinlich niemand mehr bemerken würde, aber ich wollte es einfach nicht. Ja, das ist der Celtic Cardigan. Ich zeige nochmal den Wollausweis, wie meine Tochter sagt. Ich glaube, ich habe ihn in dem Video vor 2 Tagen nicht in die Kamera gehalten. Das ist, also man sieht halt beide Marken, Mondim und La Bien-Aimée. Und hier die Angaben zum eigentlichen Garn. Das sind, wie ich damals schon gesagt habe, 385 Meter auf 100 Gramm, 100% portugiesische Wolle, produziert
also komplett produziert in Portugal von Retrosaria Rosa Pomar und ja, Handwäsche und so weiter und La Bien-Aimée. Genau, und die Farbe heißt Yellow Brick Road. Das steht auch in meinem Revelry-Projekt. Das ja, ist dieses Garn, das eigentlich für diesen Little Yellow Cardigan von Andrea Mori auch genommen wurde. Ich wollte genau die Farbe, also alles ganz genau so, wie der Cardigan gestrickt ist, und dann musste ich feststellen, das ist einfach nicht mein Cardigan. Ja, also das wollte ich einfach nicht. Genau, also stricke ich weiter an diesem wunderschönen Cardigan. Heute Abend mache ich weiter. Das letzte Kapitel in diesem Video ist eine Zuschauerfrage, also eine Frage einer Zuschauerin, die Folgendes geschrieben hat im Kommentar und mich gebeten hat, in einem Video die Frage zu beantworten. Ich lese die Frage einfach vor. Ich traue es mir noch nicht zu, einen Rundpassen-Pullover oder einen Pullover am Stück, also nahtlos, zu stricken. Daher würde mich ein Video von dir interessieren, wie du damit umgehst, wenn du ein Muster, in welches du dich verliebt hast, nachstricken möchtest, das aber dir zu schwierig erscheint, du es aber trotzdem möchtest. Ja, also ich glaube, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ich mache es. Ich gehe dabei aber natürlich, ja, wie soll ich sagen, vorsichtiger vor. Das heißt, ich kaufe mir das Muster, wenn es ein Bezahlmuster ist, oder ich speichere das Muster, wenn es ein kostenloses Muster ist, beziehungsweise eine kostenlose Anleitung ist, dann speichere ich mir das irgendwo und ja, gucke mir erstmal die allgemeine Beschreibung an. Natürlich mache ich das eigentlich nur also ich kaufe dann oder erwerbe die Anleitung dann in der Sprache, die ich gut kann. Ja, also ich würde jetzt in so einem Fall, wenn mir ein Pullover zum Beispiel sehr gut gefällt, aber ich sehe, dass die Techniken, die da verwendet wurden, von mir nicht beherrscht werden. Und dann gibt es vielleicht die Anleitung auch nur in Norwegisch, Dänisch, Isländisch oder halt in einer Sprache, die ich nicht gut kann. Also oder gar nicht kann. Ja, also diese Sprachen, die ich gerade aufgezählt habe, die kann ich gar nicht. Genau, also dann kaufe ich halt die Anleitung in der Sprache, die ich verstehe. Dann gucke ich mir zuerst die allgemeine Beschreibung an. Ja, dann hat man ja auch schon so den ersten Eindruck. Dann, das mache ich übrigens vorher, bevor ich die Anleitung kaufe, weil wenn da zum Beispiel steht, der Pullover wird in Teilen gestrickt, ja, also Ärmel getrennt, Vorderteil getrennt, Rückteil, also Rücken getrennt, und dann muss man alles zusammennähen. Leider ist das Wort zusammennähen ein rotes Tuch für mich. Ja? Ich weiß einfach nur aus meiner Erfahrung mit mir selbst, dass wenn ich etwas stricke, was aus einzelnen Teilen besteht und dann zusammengenäht werden muss, werde ich es nicht machen. Ja? Ich werde das zu Ende stricken, weil Stricken mir Spaß macht, aber ich werde es am Ende nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit nähen. Ja? Oder das wird so lange liegen, ich brauche dann wirklich so viel Inspiration, um dieses Strickstück dann zusammenzunähen, dass es sein kann, dass es Jahre dauert, bis ich es zusammennähe. Und dann gefällt mir das Strickstück vielleicht gar nicht mehr. Deswegen riskiere ich es normalerweise nicht. Wir gehen mal davon aus, dass ich zum Beispiel einen Rundpassen-Pullover, einen Colorwork-Rundpassen-Pullover stricken möchte. Colorwork ist für mich auch so ein Ding. Also beim Colorwork, bei nicht einfachem, keine Ahnung, 2x2 Muster, also vier Maschenwiederholung oder sowas, sondern also richtig schöne Rundpassen Colorwork Pullover. Ja, die gucke ich mir auch immer sehr bewundernd an, stricke sie aber nicht, weil ich weiß, bei Colorwork oder bei Lace vertue ich mich sehr, sehr häufig. Ja, bei Zopf vertue ich mich auch, aber das kann ich gut korrigieren, das kann ich auch ja quasi reparieren. Ich weiß, wie das geht, das habe ich schon häufig gemacht, und da ist meine Motivation stark genug, das zu machen. Bei Colorwork und bei Lace ist das nicht der Fall. Irgendwas stimmt zwischen uns nicht, so in der, wie soll ich sagen, die Harmonie ist nicht so gegeben zwischen mir und Colorwork. Ich mag es sehr, sehr gerne, wenn ich mir so komplett aus Colorwork gestrickte Pullover oder Cardigans sehe, aber ich weiß einfach nur, dass wenn ich
das anfange zu stricken, dann geht das viel langsamer, als ich sonst stricke. Ich muss mich viel mehr konzentrieren. Ich kann dann währenddessen nichts mehr machen. Also normalerweise gucke ich ja irgendwie einen Film oder ich gucke einen Podcast oder ich spreche mit jemandem, während ich stricke. Bei Colorwork und bei Lace kann ich es nicht mehr machen. Ja, das schränkt mich also total ein. Ja, also wenn ich das aber unbedingt machen wollen würde, dann gehe ich auf folgende. Ich habe das ja auch schon gemacht. Ich habe ja für meine Tochter ein Colorwork rundpassend Pullover gestrickt. Zum Glück war das halt eine Kindergröße und ich habe sie auch noch, also ich habe die Größe genommen, die jetzt wirklich für ein Jahr mindestens reicht. Ja, ich habe dann halt, ich habe versucht, mich so ein bisschen abzusichern, indem ich ein Pullover stricke mit relativ wenig Colorwork. Ich habe auch tatsächlich das im Muster enthaltene Colorwork unten also vor dem Bündchen am Körper, habe ich weggelassen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und ich habe mich wirklich mehrfach vertan bei dem hier bei der Rundpasse und das nicht korrigiert. Ja, weil ich weiß nicht, ich kann das nicht so mit Worten beschreiben, ohne schimpfen zu müssen. Das nervt mich sehr bei Colorwork zum Beispiel. Aber es ging ja gar nicht um mich, es ging um dich, die liebe Zuschauerin, die du diese Frage gestellt hast. Ja, also bei diesem Colorwork Pullover habe ich das folgendermaßen gemacht. Ja, ich habe mir die Anleitung ja jetzt nicht total aufmerksam durchgelesen, aber ich habe sie durchgeguckt, sodass ich wusste, wann was auf mich wartet in der Anleitung. Dann habe ich sie mir ausgedruckt. Und dann habe ich mir halt eine ruhige Atmosphäre geschaffen. Ich habe immer nur diesen Pullover, solange es um diese Colorwork-Rundpasse ging, immer nur dann gestrickt, wenn ich tatsächlich volle Aufmerksamkeit diesem Strickstück widmen konnte. Ja? Also ich habe mir quasi Arbeitsatmosphäre geschaffen, in der ich mich konzentrieren konnte. Und das würde ich halt auch immer empfehlen, wenn man was Neues, Schweres, vielleicht auch scheinbar nicht Machbares sich vorgenommen hat, dann setzt man sich einfach hin und macht und arbeitet eigentlich genauso oder strickt genauso, wie man es sonst machen würde, nur langsamer. Ja, dann sollte man natürlich aufmerksamer lesen, dann sollte man vielleicht auch abhaken, was man schon gemacht hat, damit man sich da nicht vertut und einfach Schritt für Schritt machen. Und genau, also wenn es zum Beispiel Lace oder Colorwork ist, also etwas mit einem Chart, dann drucke ich das auf jeden Fall aus und ich setze halt ein Häkchen neben jeder gestrickten Reihe. Ja, ein Punkt neben der Reihe, die ich gerade stricke, und sobald ich sie fertig gestrickt habe, ein Häkchen, so dass ich immer sehe, wo ich gerade am Arbeiten bin, ja, und mich nicht vertun kann, wenn ich abgelenkt werde. Und ja, um vielleicht genau zu dem Punkt rundpassend Pullover und Pullover am Stück, also nahtlose Strickteile, zu sagen, ich finde das Stricken von rundpassend Pullovern oder Pullovern ohne, also halt Cardigan, nicht Cardigan, wie heißt das? Jetzt ist mir das Wort entfallen. Also Raglan. Raglan-Pullovern, das ist ein Raglan-Cardigan, deswegen zeige ich ständig da dran. Also Raglan, also alles, was halt nahtlos gestrickt wird, in Runde, ich finde das einfacher, als zum Beispiel in Teilen zu stricken und dann zusammenzunähen. Weil wenn man in Runde strickt, ist alles aufeinander abgestimmt. Ja, zumindest der Rücken, das Vorderteil und die Ärmel sind entsprechend gleich. Ja, also sie sind aufeinander abgestimmt halt. Man muss nicht darauf achten, dass man zum Beispiel das Rückenteil und das Vorderteil ja schnell nacheinander strickt, damit die Fadenspannung gleich bleibt. Ja, sonst sind ja die Teile unterschiedlich breit vielleicht oder die Anzahl der Reihen stimmt nicht überein und dann ja, sieht das halt nicht so gut aus. Das entfällt bei einem in Runde gestrickten Stück, beziehungsweise also dieser Cardigan ist nicht in Runde gestrickt, ist halt flach gestrickt, aber trotzdem am Stück. Ja, also hier oben angefangen und am Stück gestrickt und also bis hierhin, dann werden quasi Teile der Runde auf Hilfsnadel bzw. Hilfsfaden oder halt diese Scooby-Doo-Bänder gelegt und dann strickt man halt in Runde einfach weiter und hier flach einfach weiter. Das ist total leicht. Also ich stricke am liebsten Cardigans am Stück, wirklich nicht Pullover, sondern Cardigans, also nicht in Runde, sondern hin und zurück und es ist unglaublich leicht. Ja, und wenn du
oder ihr, die anderen, die sich vielleicht nicht trauen, ein bestimmtes Stück nachzustricken oder nach einer bestimmten Anleitung zu stricken, druckt euch sie aus, setzt euch hin und macht's einfach. Ja, das ist wirklich einfacher, als man befürchtet. Wie die meisten Sachen im Leben oder wie sehr viele Sachen im Leben natürlich. Also ich will mir jetzt hier nichts anmaßen, aber oft ist das nur die Angst, die uns Angst macht, ja, oder die Anstrengung, die uns Angst haben lässt. Und wenn man aber diesen ersten Schritt macht und dann den zweiten kleinen Schritt, den dritten kleinen Schritt, dann werden die Schritte immer schneller. Ja, am Anfang ist das langsam und vielleicht anstrengend, aber das wird sehr schnell auch in der Regel Spaß machen. Und wenn es aber nach dem 10. Schritt keinen Spaß macht, dann sollte man das vielleicht nicht machen, weil, also jetzt hier im Falle von Hobbys, ja, Stricken ist ja für uns, für die meisten von uns wahrscheinlich eher ein Hobby als ein Beruf und das soll Spaß machen. Und ich gehe davon aus, dass wenn du einen einen rundpassenden Pullover haben möchtest und anfängst, dann kommst du sehr, sehr schnell rein. Also eigentlich ist, ich glaube, so der Knackpunkt bei rundpassenden Pullover ist das Verbinden, nach dem Anschlagen, das Verbinden in Runde. Ja, vielleicht ist das, was dir ein bisschen Angst macht. Dazu gibt es unglaublich viele Videos auf YouTube. Wenn du in der Nähe Menschen hast, die stricken können und die auch schon mal sowas gestrickt haben, dann frage sie einfach nur oder bitte sie darum, wenn es möglich ist, dass du das in ihrer Anwesenheit machst. Ja? Nicht unbedingt, dass sie das für dich machen, sondern einfach nur, dass du halt anschlägst, hingehst oder die Menschen halt zu dir auf den Kaffee einlädst und Kekse und dann in ihrer Anwesenheit das Ganze verbindest. Dann kannst du die Fehler vermeiden und vielleicht die Frustration vermeiden, die du dann hättest, wenn es nicht funktioniert. Und dann alles andere ist leicht. Ja, alles andere ist wirklich leicht. Bei rundpassenden Pullovern muss man halt nur verbinden können, in Runde verbinden können und dann zunehmen können. Die Zunahmen ja, sind beschrieben in einer guten Anleitung. Ja, vielleicht als Ratschlag noch an dieser Stelle, nimm dir als erstes Projekt für einen rundpassenden Pullover kein Colorwork-Pullover und auch kein Lace-Pullover vielleicht, wenn du jetzt nicht eine total erfahrene Lace-Strickerin bist, ja, weil das halt zusätzlich das Ganze erschwert. Nimm einfach nur glatt rechts oder ein einfaches Muster, wenn du Zöpfe gerne strickst, halt einfach mit Zöpfen. Ja, da gibt es auch sehr viele schöne Muster, vielleicht auch kostenlos, ja, sodass du kein Geld verlierst, wenn du dich vertust oder feststellst, dass du so gar nicht stricken möchtest. Probier es einfach aus. Das funktioniert und ja, ich wünsche dir dabei viel Spaß und euch allen, die sich vielleicht nicht getraut haben und sich dann trauen, viel Spaß. Genießt das, lernt was Neues. Das macht das Hobby halt noch spannender, als es sowieso schon ist. Ich musste heute auch wirklich über mich selber schmunzeln. Ich habe vor ein paar Tagen ein neues Garn gekauft. Asche auf mein Haupt. Ich zeige es kurz. Ich wollte, also das Garn kannte ich schon, das ist von Langjans Jack, also Merino mit Jack. Das ist 50 Gramm, 120 Meter und das sind 70% Schurwolle, Merino extra fein und 30% Jack. Ja, ich habe ja daraus ein Kaul für mich gestrickt oder so einen Kragen oder wie heißt das, so ein Halswärmer oder Brustwärmer und eine Mütze. Also die Mütze von Sandnes, das versuche ich mal hier zu verlinken auf die Folgen, wo ich darüber spreche. Und dann, ja, dieses Garn ist so weich, ist so angenehm, so schön, dass, ja, und die Farbe, also das ist, wie heißt die Farbe? Also hier steht die Farbe 11030094. Ja, ich werde das in der Beschreibung notieren und das ist, ja, also das ist ja kein richtiges Weiß. Ich weiß auch gar nicht, wie die Farbe so verbal hieß. Aber man sieht, dass das so ein etwas gräuliches Weiß ist. Mit ja, so etwas schattigeren Stellen und mit etwas helleren Stellen. Und das ist, glaube ich, das nennt sich, glaube ich, so Kettengarn, weil da so eine Kette um ja, das sieht man so nicht. Ist nicht scharf genug.
Nee, ich krieg das nicht. Hier vielleicht. So, also es ist so kettenmäßig. Oder ist das verzwirrend? Nee, ich glaube, das ist so ein Kettengarn. Also da ist irgendwie so eine Kette um den Kern rum oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ist aber auf jeden Fall sehr weich, sehr warm, relativ dick. Ja, also strickt man mit 4, 4,5, glaube ich. Mit 4,5, 5 sogar steht hier. Ich habe das mit 4,5 verstrickt und das ist ein sehr schönes Maschenbild, sehr schönes Garn. Und das ist gestern angekommen von Lanade, heißt der Laden. Den werde ich auch verlinken. Da habe ich auch schon ein paar Mal bestellt. Der Versand ist schnell. Sie reagieren sehr schnell. Haben eine sehr gute Auswahl. Da habe ich auch meine Sandnes-Hefte gekauft und das Sandnes-Garn für den Pullover von meiner Tochter. Und ja, bin bisher sehr zufrieden mit dem Laden an sich. Das ist, glaube ich, ein reiner Online-Shop. Scheint aber recht groß zu sein. Und was wollte ich dazu sagen? Genau, das Garn ist gestern angekommen und liegt jetzt teilweise. Ich habe nur 4 Knäule bestellt. Ich möchte mir eine Mütze und vielleicht irgendwas für den Hals daraus machen. Ich weiß jetzt sogar was. Also eine Mütze, eine einfache ja, Mütze mit einem umgeschlagenen Rand. Wie heißt das? Mit einem Umschlag, also so eine Mütze halt, wo man hier so ja, die doppelte Lage hat. Und dann mache ich ein Sophie Scarf oder Sophie Scarf heißt das von Petit Knit, also so ein Mini Schal quasi. Ja, ich habe schon einen aus einem anderen Garn gestrickt und ist sehr bequem. Ja, sie sieht nicht so bequem aus, aber ist wirklich sehr bequem und passt halt wirklich sehr gut unter die Jacke. Ja, ich habe so eine sportliche Jacke, um mit dem Hund zu gehen und da habe ich immer so ein Sophie-Scarf drunter. Der andere, den ich gestrickt habe, ist dünner und das wird halt dick genug und man braucht nicht viel Garn dafür. Aber worauf ich die ganze Zeit hinaus will, ich habe 4 bestellt, 3 liegen im Arbeitszimmer und ein Knäuel liegt auf meinem Nachttisch, einfach so als Dekoration. Und ich gucke mir das immer wieder an und die Optik dieses Garns, also dickes, warmes, helles Garn, natürlich aussehend. Ich glaube, das ist auch recht natürlich verarbeitet. Also das ist wahrscheinlich Superwash, aber Jack ist ja, glaube ich, kann ja nicht Superwash sein. Glaube ich jedenfalls. Mulesing-frei. Das fühlt sich sehr natürlich an, sehr unglaublich angenehm. Einfach nur unglaublich angenehm, warm, weich. Und ich gucke mir das einfach immer wieder an und empfinde so eine tiefe Zufriedenheit mit dem Anblick. Das ist doch verrückt, oder? Ich weiß nicht, wahrscheinlich versteht ihr mich, wahrscheinlich geht es euch ähnlich, aber das versteht wirklich nur jemand, der mit Wolle was zu tun hat, oder? Das ist völlig verrückt. Okay, ich würde sagen, wir sind für heute fertig. Das müsste jetzt eigentlich das zweite Video sein. Also ich habe ja irgendwo an irgendeiner Stelle erzähle ich vielleicht diese Geschichte, dass ich seit 3 Tagen dabei bin, das aufzunehmen, was ich euch unbedingt erzählen möchte. Und ich rede zu viel oder ich bin zu hibbelig. Irgendwie nehme ich das ständig auf und beim Schneiden merke ich, das ist noch nicht so, wie ich es haben möchte. Aber ich glaube, jetzt habe ich es. Also werde ich versuchen, das jetzt an diesem Wochenende fertig zu machen und hochzuladen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, ihr wurdet gut unterhalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr, ja, falls ihr noch nicht abonniert habt, wenn ihr abonniert, wenn ihr auf die Benachrichtigung klickt, wenn ihr kommentiert, wenn ihr ja, mich vielleicht anschreibt auf Instagram, auf Ravelry oder hier oder per E-Mail. Wenn ihr vielleicht auch das Video teilt an Freunde, Freundinnen, einfach irgendwo. Ich freue mich sehr. Auf Facebook auch. Ich bin auch auf Facebook unter Ilori Translations zu finden. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken, beim Betrachten von Wolle und ein schönes Wochenende, ein gutes Wetter. Damit wurden wir in Bielefeld die letzten Tage echt nicht verwöhnt. Ich hoffe, das bessert sich in den nächsten Tagen und wir sehen uns bald wieder.